Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Dorf, in dem nur sehr reiche Bauern lebten, bis auf einen armen Bauern, der als der kleine Bauer bekannt war. Er hatte nicht einmal eine Kuh und kein Geld, um sich eine zu kaufen, aber er und seine Frau wünschten sich sehr eine. Eines Tages sagte er zu ihr: „Hör zu, ich habe eine großartige Idee. Unser Freund, der Zimmermann, kann uns ein Holzkalb machen und es braun anmalen, so dass es echt aussieht. Irgendwann wird es wachsen und zu einer echten Kuh werden." Seine Frau fand die Idee auch gut, also machte ihr Freund, der Zimmermann, das Kalb aus Holz, malte es perfekt an und stellte es mit gesenktem Kopf auf, als würde es fressen. Am nächsten Morgen, als die Kühe auf die Weide getrieben wurden, rief der kleine Bauer den Kuhhirten und sagte: „Schau, ich habe ein kleines Kalb, aber es ist zu klein, um zu laufen, also musst du es tragen." Der Kuhhirte stimmte zu und hob das Kalb hoch, um es zum Gras zu bringen. Das kleine Kalb stand einfach da, sah aus, als würde es fressen, und der Kuhhirte sagte, es wird bald selbst laufen. Schau nur, wie es frisst. Später in der Nacht, als er die Kühe zurückbrachte, sagte er zu dem Kalb: „Wenn du da stehen und fressen kannst, kannst du auch auf deinen eigenen Beinen laufen. Ich will dich nicht wieder nach Hause tragen." In der Zwischenzeit wartete der kleine Bauer an seiner Tür auf sein Kalb. Als der Kuhhirte mit den Kühen zurückkam, bemerkte er, dass das Kalb fehlte und fragte, wo es sei. Der Kuhhirte antwortete: „Es ist noch draußen und frisst" und wollte nicht mit uns kommen, aber der kleine Bauer bestand darauf: „Ich brauche mein Kalb zurück." Also gingen sie zurück auf die Wiese, aber jemand hatte das Kalb gestohlen. Der Kuhhirte sagte, es muss weggelaufen sein. Der Bauer glaubte ihm nicht und nahm den Kuhhirten mit zum Bürgermeister, der ihn wegen seiner Nachlässigkeit dazu brachte, dem Bauern eine Kuh anstelle des gestohlenen Kalbs zu geben. Nun hatte der kleine Bauer endlich die Kuh, die er sich so lange gewünscht hatte, und er war sehr glücklich. Aber sie hatten kein Futter für sie, und bald mussten sie schlachten. Sie salzten das Fleisch ein, und der Bauer ging in die Stadt, um die Haut zu verkaufen, in der Hoffnung, mit dem Geld ein neues Kalb zu kaufen. Auf dem Weg kam er an einer Mühle vorbei und sah einen Raben mit gebrochenen Flügeln. Mitleid mit ihm, hob er ihn auf und wickelte ihn in die Haut. Doch als das Wetter schlecht mit Regen und Wind wurde, konnte er nicht weiter und kehrte zur Mühle zurück, um nach einem Platz zum Übernachten zu fragen. Die Frau des Müllers war allein zu Hause und sagte zu dem Bauern: „Du kannst dich auf das Stroh legen", und gab ihm ein Stück Brot und Käse. Der Bauer aß und ruhte sich mit der Haut neben sich aus. Die Frau dachte, er sei müde und schlafe. Bald kam der Pfarrer an, und die Frau des Müllers begrüßte ihn: „Mein Mann ist nicht da, also lass uns ein Festmahl haben." Der Bauer hörte das und fühlte sich unwohl, dass ihm nur ein Stück Brot und Käse gegeben wurde, während sie von einem Festmahl sprachen. Die Frau servierte 4 Gerichte: Braten, Salat, Kuchen und Wein. Gerade als sie essen wollten, klopfte es an der Tür. Die Frau rief: „Oh nein, es ist mein Mann!" Schnell versteckte sie den Braten im Ofen, den Wein unter einem Kissen, den Salat auf dem Bett, die Kuchen darunter und den Pfarrer im Schrank auf der Veranda. Als ihr Mann hereinkam, sagte sie: „Gott sei Dank bist du zurück. Der Sturm lässt es so aussehen, als würde die Welt untergehen." Der Müller sah den Bauern auf dem Stroh und fragte: „Was macht er da?" Die Frau antwortete: „Dieser arme Mann kam wegen des Sturms herein und bat um Unterkunft. Also gab ich ihm etwas Brot und Käse und zeigte ihm, wo er schlafen kann." Der Müller stimmte zu, sagte aber: „Ich habe Hunger. Bring mir etwas zu essen." Sie antwortete:
»Alles, was ich habe, ist Brot und Käse, das ist mir recht«, sagte der Ehemann und sah den Bauern an. »Komm, iss mehr mit mir.« Der Bauer war erfreut, sich ihm anzuschließen, und stand auf, um zu essen. Dann bemerkte der Müller die Haut, die auf dem Boden lag, und fragte: »Was ist das?« Der Bauer sagte: »Ich habe einen Wahrsager da drin.« Der Müller fragte: »Kann er mir etwas sagen?« Der Bauer antwortete: »Sicher, aber er sagt nur 4 Dinge. Das 5. behält er für sich.« Der Müller war neugierig und sagte: »Lass ihn etwas sagen.« Der Bauer drückte dem Raben auf den Kopf, bis er krächzte und einen Laut von sich gab wie Krr, Krr. Der Müller fragte: »Was hat er gesagt?« Der Bauer sagte: »Zuerst sagte er, dass Wein unter dem Kissen versteckt ist.« »Wo?« rief der Müller und überprüfte das Kissen und fand den Wein. »Was kommt als nächstes?« fragte er. Der Bauer ließ den Raben wieder krächzen und sagte: »Zweitens sagte er, dass Braten im Ofen ist.« »Erstaunlich«, rief der Müller und rannte, um den Braten zu finden. Der Bauer ermutigte den Raben, erneut zu krächzen, und sagte: »Drittens sagte er, dass Salat auf dem Bett ist. Das ist unglaublich«, rief der Müller und eilte, um den Salat zu finden. Schließlich drückte der Bauer dem Raben ein letztes Mal auf den Kopf, bis er krächzte und sagte: »Viertens sagte er, dass Kuchen unter dem Bett sind. Das ist wunderbar«, rief der Müller und schaute unter das Bett, um die Kuchen zu finden. Nun saßen die beiden Männer zum Essen zusammen, aber die Frau des Müllers war verängstigt und ging ins Bett, nahm alle Schlüssel mit sich. Der Müller wollte das 5. Ding wissen, aber der kleine Bauer sagte: »Zuerst lass uns schnell die 4 Dinge essen, denn das 5. ist etwas Schlechtes.« Sie genossen ihre Mahlzeit, und nach dem Essen beschlossen sie, wie viel der Müller für die 5. Prophezeiung bezahlen sollte. Schließlich einigten sie sich auf 300 Taler. Der Bauer drückte dem Raben erneut auf den Kopf, bis er laut krächzte. Der Müller fragte: »Was hat er gesagt?« Der Bauer antwortete: »Er sagt, der Teufel versteckt sich draußen im Schrank auf der Veranda.« Der Müller sagte: »Der Teufel muss weg«, und öffnete die Tür. Die Frau des Müllers musste die Schlüssel herausgeben, und der Bauer öffnete den Schrank. Der Pfarrer rannte so schnell er konnte heraus, und der Müller sagte: »Es stimmt, ich habe den schwarzen Schlingel selbst gesehen.« Am nächsten Morgen ging der Bauer bei Tagesanbruch mit seinen 300 Talern. Zu Hause begann der kleine Bauer zu prosperieren. Er baute ein schönes Haus, und die anderen Bauern sagten: »Der kleine Bauer muss an den Ort gegangen sein, wo goldener Schnee fällt und die Menschen Gold in Schaufeln schöpfen.« Schließlich wurde der kleine Bauer zum Bürgermeister gerufen und gefragt, woher sein Reichtum kam. Er antwortete: »Ich habe die Haut meiner Kuh in der Stadt für 300 Taler verkauft.« Als die anderen Bauern das hörten, wollten sie auch reich werden, also rannten sie nach Hause, töteten ihre Kühe und zogen ihnen die Häute ab, um sie in der Stadt zu verkaufen. Aber der Bürgermeister sagte: »Meine Dienerin muss zuerst gehen.« Als sie zum Händler in die Stadt ging, bot er ihr nur 2 Taler für eine Haut an, und als die anderen kamen, bekamen sie noch weniger. Er sagte: »Was soll ich mit all diesen Häuten anfangen?« Die Bauern waren wütend, dass der kleine Bauer sie überlistet hatte, und wollten sich rächen. Sie beschuldigten ihn, sie beim Bürgermeister betrogen zu haben. Der unschuldige kleine Bauer wurde zum Tode verurteilt und sollte in einem mit Löchern vollgestopften Fass ins Wasser gerollt werden. Er wurde weggebracht, und ein Priester wurde geholt, um eine Messe für seine Seele zu halten. Die anderen mussten weit weg stehen, und als der Bauer den Priester ansah, erkannte er ihn als den Mann, der mit der Frau des Müllers gewesen war. Er sagte zu dem Priester: »Ich habe dich aus dem Schrank befreit, jetzt befreie du mich aus dem Fass.« In diesem Moment kam der Schäfer vorbei, der Bürgermeister werden wollte, mit einer Herde Schafe und rief:
Nein, ich mache es nicht. Selbst wenn alle bestehen, werde ich nicht. Der Schäfer hörte dies und fragte, was ist los? Was wirst du nicht tun? Der Bauer antwortete, sie wollen, dass ich Bürgermeister werde, wenn ich in dieses Fass steige, aber ich weigere mich. Der Schäfer sagte, wenn es das ist, was man braucht, um Bürgermeister zu werden, würde ich sofort in das Fass steigen. Der Bauer sagte, wenn du hineingehst, wirst du Bürgermeister. Der Schäfer stimmte zu und kletterte in das Fass, und der Bauer schloss es schnell. Dann nahm er die Herde des Schäfers und trieb sie weg. Der Priester ging zur Menge und sagte, dass die Messe beendet sei. Sie kamen und rollten das Fass in Richtung Wasser. Während sie rollten, rief der Schäfer, ich bin bereit, Bürgermeister zu sein. Sie dachten, es wäre der Bauer, der das sagte, und sagten, das wollen wir, aber zuerst musst du sehen, was da unten ist. Sie rollten das Fass ins Wasser. Danach gingen die Bauern nach Hause, und als sie ins Dorf eintraten, kam der kleine Bauer leise zurück, trieb eine Herde Schafe und sah sehr zufrieden aus. Die anderen Bauern waren erstaunt und fragten, Bauer, wo kommst du her? Bist du aus dem Wasser gekommen? Ja, antwortete der Bauer, ich sank tief hinunter, bis ich den Grund erreichte. Ich drückte den Boden des Fasses heraus und kroch heraus, und dort waren schöne Wiesen mit vielen Lämmern, die weideten, und ich brachte diese Herde mit mir zurück. Die Bauern fragten, gibt es dort noch mehr? Oh ja, sagte er, mehr als ich je wollen könnte. Dann beschlossen die Bauern ebenfalls Schafe zu holen, jeder wollte eine Herde. Aber der Bürgermeister bestand darauf, ich gehe zuerst. Also gingen sie alle gemeinsam zum Wasser. In diesem Moment spiegelten sich einige kleine flauschige Wolken am blauen Himmel, die kleinen Lämmer genannt wurden, im Wasser, und die Bauern riefen, wir sehen die Schafe da unten. Der Bürgermeister drängte nach vorne und sagte, ich werde zuerst eintauchen und es mir ansehen, und wenn es gut aussieht, werde ich euch rufen. Er sprang hinein, Splash! Sie dachten, er rufe sie, und die ganze Menge sprang ihm nach. Am Ende ertrank das ganze Dorf, und der kleine Bauer als der einzige, der übrig blieb, wurde ein reicher Mann. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.